Hi, die Redewendung bei Bedarf hat, seit ich einen 3D-Drucker habe, eine völlig neue Bedeutung bekommen. Heute erfülle ich meinen Bedarf an ein paar praktischen Helfern für ein anstehendes Projekt. Willkommen bei Toolsinnig. Um Bohrtiefen zu markieren, habe ich bisher einfach ein Stück Klebeband um den Bohrer gewickelt. Der Vorteil, das funktioniert unabhängig von der Bohrerstärke. Der kleine Nachteil, man muss beim Bohren immer selbst penibel darauf achten, wie tief man schon ist. Wenn man das nur ab und zu braucht, ist das völlig egal. Jetzt steht bei mir aber ein Projekt an, bei dem ich sicher 40, 50 Löcher mit identischer Tiefe bohren muss oder will. Und dafür kann ich die Ständerbohrmaschine leider nicht nutzen. Hätte ich mir jemals eines dieser fertigen Tiefenstoppsets geholt, egal wie günstig sie sind, nein. Meine Erfahrung zeigt, dass ich das zu 95% für 6er und 8er Bohrer brauche. Also habe ich mir genau die beiden einfach selbst ausgedruckt. Sollte ich doch mal einen 10er benötigen, drucke ich mir den schnell nach. Die Wahrscheinlichkeit geht aber aktuell gegen 0. Da der Stopper fest auf den Bohrer geklemmt werden muss, ist die leichte Elastizität des Materials hier perfekt. Wie immer verlinke ich dir alle Modelle unten in der Videobeschreibung. Einen Mittenfinder für schmale Werkstücke hätte ich schon einige Male gebrauchen können. Also wollte ich dafür sorgen, dass beim nächsten Mal einer parat liegt. Nachdem ich den ausgedruckt hatte, fiel mir aber sofort wieder ein, warum ich bisher keinen besaß. Mich hat an den Dingern immer gestört, dass man nicht ganz bis an den Rand anzeichnen kann. Dann erinnerte ich mich an ein Video von JSK Studios, in dem ein Mittenfinder gebaut wurde, der genau dieses Problem nicht hat. Und wenn ich bisher eines über den 3D-Druck gelernt habe, dann das. Wenn jemand da draußen eine Idee toll findet, wird sie nachkonstruiert und der Community zur Verfügung gestellt. Es hat also nicht lange gedauert, bis ich ein passendes Modell davon gefunden habe. Dieser Mittenfinder lässt sich so viel schöner handhaben, das hat sich richtig gelohnt. Das Modell habe ich übrigens aus ganz normalen PLA gedruckt. Ich fasse dir später im Video auch noch meine Produktionskosten für Strom und Filament zusammen, aber ich weiß jetzt schon, das wird ein lächerlich geringer Betrag. Die nächsten beiden Helfer brauche ich für das anstehende Projekt zwar nicht, aber ich hätte beide in der Vergangenheit schon oft gut gebrauchen können. Bei größeren Kreisen kann man die Mitte ja gut mit einem 90-Grad-Winkel finden, bei Rundhölzern ist man da aber nicht weit vom Schätzen weg. Beim nächsten Mal nutze ich einfach diese Vorrichtung hier und habe hoffentlich deutlich schneller ein exakteres Ergebnis. Auch aus ganz einfachem PLA gedruckt. Der Absaugadapter für Wandbohrungen hat mir wegen seines einfachen Designs super gefallen. Im Gegensatz zu vielen anderen kann man den auch leicht mit ein bisschen Klebeband befestigen und hat beide Hände frei, beziehungsweise kann das auch viel angenehmer ganz alleine machen. Der kommt jetzt mit in meinen Zubehörkoffer und wartet wahrscheinlich nicht lange auf seinen ersten Einsatz. Gedruckt habe ich das Modell aus PETG. Beim letzten Helfer für heute brauche ich wieder kein ganzes Set mit zig verschiedenen Größen. Und wenn doch, drucke ich mir den benötigten Einsatz einfach in ein paar Minuten nach. Ich muss für mein Projekt exakt in der Mitte der Stirnseite von Brettern bohren. Dafür probiere ich diese selbstzentrierende Bohrhilfe aus. Die Einsätze sind zum Einschrauben konstruiert und können bei Verschleiß auch ganz leicht und schnell ersetzt werden. Das Prinzip ist genial einfach. Durch die Scherenmechanik stellt sich die Führung immer exakt auf die Mitte deines Werkstücks ein. Ich war anfangs skeptisch, ob das gedruckte Gewinde der Belastung standhält, aber die Passform ist extrem satt. Der Bohrer hat seitlich absolut kein Spiel, was für saubere, rechtwinklige Löcher sorgen sollte. Auch hier kam wieder PLA zum Einsatz. In Verbindung mit Zentrierspitzen für Dübel sollte dieses Jig eigentlich auch quasi als Dübellehre funktionieren. Die Spitzen drucke ich mir jetzt aber noch nicht aus, da ich eigentlich noch welche aus Messing irgendwo rumliegen haben müsste. Mal sehen, ob die, bei Bedarf, rechtzeitig wieder auftauchen und wenn nicht, zum Kassensturz. Wenn für dich Kosten, Nutzen und Platz in der Werkstatt immer ein Thema ist, lohnt sich ein Abo. Die Blickwinkel spielen bei mir eine dauerhafte Rolle. Verdruckt habe ich 34 Gramm PETG und 70 Gramm PLA, was 1,41 € für Material entspricht. 4 Stunden 50 Minuten Druckerbetrieb bei ca. 100 Watt im Mittel kosten mich 14 Cent. Die Produktionskosten für die 5 Helfer liegen damit bei 1,55 €. Hier gehe ich noch etwas tiefer ins Thema 3D-Druckhelfer für die Werkstatt ein. Wenn du dich fragst, ab wann sich mein Drucker durch gesparte Ausgaben quasi selbst bezahlt hat, schau dir das Video einfach direkt an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.